Aber ich habe ja hier alles durchsucht. Ich würde gerne die Maske untersuchen. Ist hier irgendein Gegenstand, was ich nehmen kann? Nö. Auch immer noch nicht. Also angeblich muss ich immer noch Kev Gardens untersuchen. Scheiße, wo war denn jetzt der? Ich habe hier immer diese komische Musik. Warum? Water Lily Greenhouse. Ja, da wollte ich nie. Wo ist denn Albert jetzt schon wieder? Okay. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Lass mal Albert suchen hier. Albert? Ja. Der ist ja immer noch hier. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. Okay, was ist dazu gekommen? Hatte ein Motiv für den Mord an seinem Vater. Dieser hatte seinen Traum zerstört, sich der Royal Navy anzuschließen. Durch den Mord hätte sich Albert nicht nur gerecht, sondern auch die Nachfolge seines Vaters an... Ja, aber... ich weiß nicht. Er ist ja... Also für mich wirkt er einfach sehr unerfahren, was das Thema angeht. Ich glaube nicht, dass er es war. A task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. Mhm. So, wir müssen jetzt noch hier bei Hamish was erfragen. Ist auch schön hier, oder? Ist Tobi hier noch? Na. Hallo? Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father, so it was easy for Mr. Dunn to take all the credit.
Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Okay, gut, das kam jetzt unerwartet. Die gesammelt haben den konkreten Ablauf der Ereignisse fest. Okay. Also. Sporen einatmen. Aus dem Raum fliehen. Weiter? Nee? So, ich muss hier. Da oben ist ein Lüftungsschacht. Und er ist getorkelt, weil er das eingeatmet hat. Und stieß er die Tür auf. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Okay. Also. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. So. Belüftung. Geht hier lang, ne? Nee. Hä? Ich jetzt blöd? Warte mal. Das Belüftungssystem führt da hinten rum. Da. Also doch hier lang. Huch. Oh, das ist ein verfluchtes Labyrinth hier. Also. Muss ich einmal hier raus, um zu gucken. Da kommt's raus, da geht's weiter. Also. Da. Da kommt's rein, da geht's weiter. Aha. Hier ist, okay. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Da ist ein Hebel. Den kann ich nicht benutzen. Okay, check. Hilfe, ich häng fest. So, hier waren wir ja schon, ne? The power is on. The engine cannot be started whilst the transmission is active. The engine has started. Hä? The ventilation system is working. So. Hier drin haben wir noch einen Hebel gesehen, ne? Kann ich den jetzt betätigen? Ja. Excellent. This ventilation fan is working. Let us see if I can activate the other one. So. Da geht's weiter. Da rein. Gott, ist das kompliziert.
Da ist der andere. Before I activate the fan, I need to check if the interior of the colonial... Ja, ist ja okay. We can see the interior of the colonial collection room from this window. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. Der hat wahrscheinlich jetzt ganz viel Raupen auf dem Kopf. It works perfectly, Holmes. Bravo. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. Perfect. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. Tja, glaubte, Dunn habe ihm und seinem Vater das Leben ruiniert, indem er das ganze Lob für ihre Dienste eingeheimst hatte. Hamish wollte die Leitung der Gärten übernehmen, wusste jedoch, dass das nicht möglich war, solange Dunn lebte. Die Gelegenheit, die tödlichen Pflanzen im Kolonialhaus zu stimulieren. Aber White ist ja nicht unerfahren. Wirklich in Gesellschaft zu stehen und sie von seinem Arbeitsplatz aus zu stimulieren und okay, dann sorgen wir jetzt... Okay, gut. Let's go to Scotland Yard. Irgendwie bin ich noch nicht so überzeugt, dass er das war. Also ich meine, wir haben ja auch nicht den endgültigen Fall gelöst, weil sonst wäre das jetzt dieses große gelbe Ding. Was Hamish? Dings. Stuffroom. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. Inspector, I came here as quickly as I could. Martin Hamish is in the large glass house. There's no need to hurry. Kein Grund zur Eile. Wo sollte ich hin? Da? Jetzt habe ich nicht zugehört. Palm. Beim Haus. Oh. Holmes, my God! Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. Okay. The mark around the neck is very visible. He died instantly. Mark, wo? Wunderschönen guten Morgen. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case.
Mein Leben ist mittlerweile die Hölle. Es ist nicht zu ertragen. Dann hat es verdient zu sterben, aber ich kann es mir nicht verzeihen, dass sein Blut an meinen Händen klebt. Wir von der Familie Hamish sind immer Opfer unserer Umstände geworden. Und ich selbst bilde da keine Ausnahme. Ich muss für meine Sünde büßen und das werde ich hier und jetzt tun. Lebt wohl. Oh. Martin Hamish konnte aufgrund der Tibiatorsion mit seinem Klumpfuß nicht rennen. Von daher sollten wir herausfinden, ob er genug Zeit gehabt hätte, die Tür zum Kolonialhaus abzuschließen und das Belüftungssystem zu aktivieren. Hatte er vielleicht einen Komplizen? Mit Lestrade reden. Unterhalten Sie sich mit Lestrade über die neuen Hinweise, die Sie an Martin Hamish Leiche entdeckt haben. Das nimmt ja gar kein Ende. Und das für ein langer Fall. Lestrade, wollen wir mal ein bisschen knutschen? Blablabla. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. Perhaps, but it is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. The map at the entrance of Kew Gardens should help us with our timeline. Let us analyze the facts and statements so that we may recreate the events of that morning. Okay, gut. Also, 9:30 Uhr. Martin trafen sich gegen 9:30 mit Albert im... Martin Hamish im Saathaus. Nein. Warte. Ach Gott, ich muss überlegen. Um circa 9:20. Nein. Trafen sich gegen 9:30 mit Albert. Albert trifft Montague Dunn und Martin Hamish im Saathaus. Genau. So, um circa 9:20. Hier. Gingen Hamish und Montague in den Hinterhof. Also ist das, Montague und Hamish gehen in den Hinterhof. Hier. Richtig? Nach 10 Minuten setzte dann seine Inspektion fort. Nee. So rum. Nein, warte mal. Aha. So, 9:50 Uhr. Hamish kehrte zurück ins Saathaus.
So. Martin Hamish hatte um 10 eine Unterredung mit Miss White. Er hält sich im Labor mit Martin Hamish. Miss White hielt sich bis 10 vor 40... 10 vor 40, was ist das denn für eine Zeitangabe? Geht zu Hamish ins Labor. Das war ja hier. Also um 10:30 Uhr, warte mal, um 10:30 Uhr wurde er ermordet. Ne? Genau. Was haben wir hier jetzt noch? Kehrt vom Gespräch mit Miss White zurück. Albert sieht, wie Hamish vom Gespräch mit Miss White zurückkehrt, also auch 10:10 Uhr. Zur Karte. Abspielen. Let us summarize. Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. Perfect, Watson. Now, let us ascertain who assisted Martin Hamish in killing Montague Dunn. Wusste ich's doch. Miss Whites Zeitachse. White hatte Zeit. 20 Minuten. Das wäre genügend Zeit gewesen, um Montague Dunn einzusperren. Und wenn man jetzt noch im Hinterkopf hat, dass sie ja, ne, die Trennung, ihre soziale Lage, ihre Familie hat sich abgewendet. Und Albert hätte nur 10 Minuten oder hätte 10 Minuten Zeit gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Also, gut, Hamish ist schuldig, er hat ihn umgebracht, aber Albert hätte nur 10 Minuten Zeit gehabt, um das Haus zuzuschließen. Und Madame White 20 Minuten. Dazu kommt noch, dass sie... Nee, das Wissen jetzt anklicke? Nee, das ist falsch. Hallo. Wenn ich jetzt noch sehe, dass sie Zeit hatte, dann die soziale Lage, ne? Wir erinnern uns, dass alles komplett von Montague Dunn abhing, dann die Trennung, Arbeitsverhältnis mit der Familie, also ich logge das jetzt ein. White ist eine Komplizin. Margaret White war Martin Hamishs Komplizin bei dem Mord an Montague Dunn. Ihre beruflichen Ambitionen und ihre persönliche gesellschaftliche Situation hatten unter ihrer Trennung von Dunn gelitten. Miss White ist eine gefährliche Frau, die einen raffinierten Mord zu verüben in der Lage ist. Sie flirtete mit Dunns Sohn Albert und trieb später Martin Hamish in den Selbstmord. Sie verdient den Tod am Galgen. Miss White ist eine verzweifelte Frau, die sich mit reichen Männern einlassen muss. Als Dunn sie fallen ließ, beging sie aus Verzweiflung den Mord. Martin hat versucht, sie zu schützen. Sie verdient eine zweite Chance. Nein, auf gar keinen Fall. In dem ganzen Kram sind 2 Männer jetzt tot. Der eine hat sich umgebracht.
Der andere wurde umgebracht. Huch. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining: the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? You don't care what I think. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. The other side? No! Stop! I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. This is tragic, Holmes. Are you able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart stopped instantly, poor child. Ja, nun. Miss White hat sich als eine gefährliche Frau herausgestellt. Fähig, einen raffinierten Mord zu verüben, als ihr klar wurde, dass sie auf keinerlei finanzielle Hilfe mehr von Montagu Dunn zählen konnte, richtete sie ihre Avancen an dessen Sohn Albert. Sie war diejenige, die die Tür zum Kolonialhaus abschloss, nachdem unmittelbar davor Hamish die Raupen freigesetzt hatte. Danach drängte sie Martin Hamish in den Selbstmord, nur um den Verdacht von sich selbst zu lenken. Sie hat ihr Ende März verdient. Wir haben alle Beweise gefunden, dass sie die Komplizin ist, war auch klar. Leider ist sie tot. Aber nun ja, wir bestätigen mal die Entscheidung.